Manchmal wird ihr Lebensweg in einem Traum erzählt. Verschwommene Bilder werden langsam klarer und die Geschichte formt sich. Das ist unsere Geschichte. Sie können natürlich weiter von ihrem Leben träumen, aber wir wollten sehen, ob es funktionieren würde, unseren Traum tatsächlich zu leben. Kasper, hoe vind je het? Goed. Leuk? Ja, en mag daar rijden? Oké, ik hoop dat hij nog even rood blijft, dan kan ik even iets tegen je zeggen. Hoe vind je het? Ik vind het geweldig, dankjewel. De leukste camper van de wereld. Yes, we did it. Klaar voor avontuur. Der 5. Mai 2018 war der erste Tag unseres anderen Lebens. Ein Jahr zuvor hatten wir gesehen, wie der Wohnmobil am Straßenrand geparkt war. Zufälligerweise hatte Justin vor weniger als 3 Monaten seinen LKW-Führerschein erhalten, um eines Tages mit einem großen Wohnmobil auf Tour zu gehen. Als wir an einem regnerischen Abend plötzlich diese fantastische Maschine sahen, wussten wir sofort, das ist es. Zu dieser Zeit gehörte das Fahrzeug einer anderen niederländischen Familie, die an diesem Wochenende eine Weltreise unternahm. Wir blieben auf Facebook in Kontakt, und als sie nach 9 Monaten beschlossen, in die Niederlande zurückzukehren, kam der Wohnmobil wieder auf unseren Weg. Wir entschieden, dass das Universum uns jetzt genug Hinweise gegeben hatte, dies musste sein. Wir haben uns bald mit den Verkäufern geeinigt und unseren Traumkauf getätigt. Nachdem das Auto gereinigt, gewartet und TÜV inspiziert worden war, starteten wir unsere erste Testnacht, ein Wochenende im Zuiderstrand in Den Haag, wo zufällig die Ausgabe 2018 von Sail stattfand. Es gab viele verschiedene Aktivitäten, Demonstrationen neuer Techniken für Weltreisende, und Els konnte auch das Fahren eines Lastwagens in Virtual Reality üben. Nach 2 Nächten hatten wir eine schöne Wunschliste mit Verbesserungen und Kaufmöglichkeiten erstellt. Der erste Test war erfolgreich. Sicherheit steht an erster Stelle. Wenn wir wirklich durch verschiedene Länder reisen wollten und hauptsächlich an ungewöhnlichen Orten übernachten wollten, mussten wir unseren Kindern auch beibringen, was sie bei Problemen tun sollen. Heel belangrijk, hè? Je stem is een heel belangrijk wapen, hè? Ja? Gaan wir noch ein keertje. Der Krav-Maga-Unterricht für Kinder war für uns ein sehr effektiver Workshop, um unseren Kindern beizubringen, sich der Umwelt bewusst zu sein. Wie man schreit und wie man bei Gefahr flieht. Aber auch, was tun, wenn nichts davon hilft? Ich will die tas, hier die tas. Wie bringen Sie sich so schnell wie möglich in Sicherheit? Is die voor jou? Oké, heel goed, goed gedaan. Wat ik net op het kussen voelde, hè? Ah, bijvoorbeeld. Goed zo. En wat zeg je dan? En naar dat knietje.
hard ren je weg? Ik hoor je niet, hè? Ga je even wachten of ren je heel snel weg? Oké, dan gaan we nog kijken. Und dann die aufregendste Aufgabe. Was würden diese Jungs von mir wollen? Sommerferien 2018. Wir sind bereit für unsere erste Reise. Das Ziel ist eine Tour durch Dänemark. Wir entscheiden uns für die Einfachheit bei der Vorbereitung auf längere Reisen. Wir werden die nächsten 3 Wochen nutzen, um zu entscheiden, ob sich dieses Fahrzeug wie zu Hause fühlen könnte. Trotz des großen Motors direkt hinter unserer Kabine ist der Geräuschpegel angenehm. Wir können problemlos miteinander reden und sitzen alle in der ersten Reihe. Dies war eine der absoluten Voraussetzungen beim Kauf unseres Reisemobils. Wir wollten nicht, dass unsere Kinder die Erfahrungen des Reisens verpassen, weil sie nur aus einem Seitenfenster oder an den Vordersitzen vorbei gegen unseren Rücken sehen konnten. Mit dieser Lösung ist das Erlebnis für alle unterwegs optimal. Unser erster Stopp war mit Freunden auf dem Bauernhof. Ein großes Stück Land mit viel zu tun. Ein Gemüsegarten zum Sammeln von Gemüse, ein Trampolin für Kinder und Tiere zum Füttern. Und natürlich musste gearbeitet werden. Nach 2 Nächten auf dem Bauernhof wollten wir am nächsten Tag ein gutes Stück in Richtung Dänemark sein. Wir fuhren an den riesigen Häfen Hamburgs vorbei nach Norddeutschland, Oldenswort. Wo wir den Sonnenuntergang an der Deichspitze genossen. Morgen würden wir nach Dänemark fahren.